So, hallo und herzlich willkommen bei den PS Games für Dezember 2016. Ein letztes Mal dieses Jahr spendiert uns Sony die kostenlosen Spiele. Pardon. Und das Besondere diesen Monat ist, dass 5 dieser potenziell 6 Spielen sind auf der PS4 spielbar. Also sprich, wir haben 2 exklusive PS4-Spiele und dann nochmal 3 Spiele, die für PS4, PS3 und PS Vita rauskommen, beziehungsweise eins davon nur für PS Vita und PS4 und ein einziges, das lediglich für PS Vita erscheint, beziehungsweise auch für das PlayStation TV-Gerät kompatibel ist. Und das wird später auch noch auf jeden Fall auf meinem Kanal landen. Aber ich würde sagen, wir leider direkt weiter über zu meinem persönlichen Highlight diesen Monat. Von einem Spiel, das ich nicht wirklich viel weiß, nicht wirklich viel gehört und nicht wirklich viel gesehen habe. Aber was ich bisher gesehen und gehört habe, hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe mal, dass es auch gut sein wird und sich lohnt, mal wieder ein PS-Plus-Spiel länger zu spielen als nur eine halbe Stunde oder so. Ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los mit Stories, The Path of Destinies. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Okay. Bin ich mal gespannt. Mein Liebling, die Ladezeit ist mal wieder auch ausreichend vorhanden, so wie es aussieht. Wobei am Anfang sei es noch verziehen. Solange das nach jedem Tod wieder so lange dauert, ist okay, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass es mal hieß, am Anfang der PS4, dass es in naher Zukunft keine Ladezeit mehr geben wird. Sorry, kid. Reynardo told the kid. Look, if we give them the book, they'll leave you alone. My mother died for this book! I promised her I'd protect you. Oh, damn it. The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Okay, wir sind also Reynardo. Das ist ja ein Fuchs, ne? Beschütze Peter. So, das ist schlau, jetzt hier noch lange rumzurennen, wenn der irgendwo alleine ist. Was war der Junge? Ein Hase? The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. Hey, Reynardo said. They cocked their heads at him. Pick on someone as ugly as you. Wait, didn't come out right. For the Emperor! The ravens cawed and rushed at him.
Wenn ich ihn angreifen will, Viereck zum Kontern. Kontern kann andere Aktionen unterbrechen, okay. Ja. Okay. Noch kann ich nichts machen außer Viereck. Alles gesperrt. Also der Stil gefällt mir schon mal sehr gut. Halte Viereck zum Greifen und Ziele mit links und zum Werfen. Okay. Also. Und tschüss. Weit wird er? Okay, ziemlich weit. Oh, right. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke, making the Skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Ja, das frage ich mich auch. Take the book to the rebels, or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere, and neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero's sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Renata going to get a hero sword? Ja, das freut mich auch. Dann suchen wir nach dem Hero Sword. Okay. Ore and wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop though. Werkbank, okay. Schwerter, Juwelen, okay. Schwerter schmieden. Dies ist das Schwertschmiedemenü. Hier kannst du mächtige Zauberschwerter schmieden und aufrüsten. Sammle aus den Kisten, die du in ganz Boreas findest, die nötigen Materialien. Aktuelles Level und Spezialkraft des gewählten Schwerts. Spezialkraft des gewählten Schwerts für das nächste Level. Die Materialien, die du zum Aufrüsten des Schwerts brauchst. Noch ungeschmiedet. Okay. Stufe 1. Sie hammermäßig aus. Okay, ganz cool. Du hast genügend Material und schmiede jetzt dein erstes Schwert. Oh. Jetzt brauchen wir 30 Erz und ein Bindextrakt, um das aufzurüsten, ne? Weitere Schwerter. Sieht auch gut aus. Okay. Okay, cool. Sonst haben wir hier nichts mehr. Okay. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Renato's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter, giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I hopped, said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind you. Cute, said Renato. Oh, ravens. Immer diese Ravens, ey. Na, kommt her. It
was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. How had he done it? Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Okay. Alle Tage kommen als neue Fähigkeiten erlernen. Wenn du ein Level weiterkommst, dann erhältst du auch einen Fähigkeitspunkt. Du kannst sie an den Altären von Boreas ausgeben, um neue Fähigkeiten freizuschalten oder die vorhandenen zu verbessern. Jo. Ja, okay, das erklärt sich ja eigentlich, ich glaube, von selber, ne? Fähigkeiteninfo. Hier findest du die Beschreibung für jede Fähigkeit und die Erfordernis für ihre Freischaltung. Schildhaken. Wenn du einen Feind mit Schild anhakst, verliert er den Schild und wird angreifbar. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben, kauf dir die Hakenschussfähigkeit. Okay. It was starting to come back to him. Something you never completely Du kannst dich am Pfosten anhaken. like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Du kannst dich am Pfosten anhaken, um Abstände zu überbrücken. Jo. Oder zieh Gegner zu dir hin. Das passt. Oh, ich Ziele kann ich damit auch nicht, oder? Ja. Okay, das geht schon ziemlich easy. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Oh, so the salesman had told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. "Stop!" he shouted. "I'm not giving you the book!" shouted the kid, and took off. Nein! "No! Peter!" The kid ran for it. And Voll in die Falle. nailed him with its ivy. Müssen wir wohl aufpassen, ne? Wird es uns nicht. Wow! Oha, schön 2 Heftigschnitte hier. Ganz schön brutal, muss man schon sagen. Was ist diese Leiste eigentlich da unten am Bildschirmrand? Kommt bestimmt später noch irgendwie Gegenstände oder neue Moves dazu. Next to it were the buckles from the kid's shoes and a kid-sized pile of ashes. Aha. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renato picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Stier. Ja, schon ziemlich traurig und heftig so eigentlich. Kleine Junge direkt mal gestorben hier. So ein kleiner Hase. Der Hasebub. Ist überall nur Leben drin, oder? Jetzt momentan nichts, wenn ich voll will, oder? What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. "Where are you running, rebel?" cawed the Raven captain over the loud hailer. Renato could see them cranking up their catapults. "Just going out for milk?" Renato yelled back. "Where can you run?" laughed the Raven horribly. Far behind him, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. "Take us to the rebel base, and we'll spare your life!" it cawed. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven, a sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time.
unless Renato could bring a game changer. Maybe he could. Renato had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky Ripper. Echt schwierige Entscheidung, ey. Ich meine, ist eine geile Waffe? Oder seinen Kumpel retten, Alter? Oh, schwierig. Okay. Schicksal hat entschieden. Baue den Sky Ripper. Die Rebellion war in Gefahr und Renato musste eine Lösung finden. Ein uraltes Artefakt, das die verlorenen Götter besiegt hatte, könnte das Spiel für ihn entscheiden. Doch er war vor vielen Jahren in 2 Teile zerbrochen. Renato konnte es wieder zusammensetzen, wenn er nur zunächst das Gehäuse an sich bringen könnte. Every child knew about the Sky Ripper. The Transcendent Emperor had buried its pieces. What could have brought them to light? This Emperor, Isengrim III, had once been kind, but he'd gone mad. And now he was conducting secret, obscene rituals to bring back the lost gods. Had he, somehow, summoned the long-lost components of the legendary weapon out of the deep places of the earth? It was more than Renato could fathom. But if he could find a legendary weapon, he would use it. Das finde ich aber ganz geil, wenn man das sich wirklich jetzt so entscheiden kann, diesen anderen Weg halt nicht zu gehen. Also wie es aussah, kann man jetzt auch nicht mehr irgendwie sich jetzt umentscheiden, beziehungsweise die andere Entscheidung treffe. Muss man das Spiel nochmal von vorne spielen und einen anderen Weg gehen. Finde ich ganz cool. He'd left Lapino behind. He hoped the Mad Rabbit had somehow escaped the Ravens. He hoped they hadn't eaten him. If they had, he hoped they hadn't eaten him alive. Das habe ich auch schlecht gesagt, muss ich sagen. The Sky Ripper. Renato never made plans that required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much. He just went with his gut and hoped it all worked out. The Sky Ripper was a long shot. He'd have to devote himself to it. No side journeys, no rescuing old friends. That was against his nature. Could he stick with it? Das ist echt so eine Art Map. PSPlus ist okay, Startmenü, aber Map finde ich hier nicht. That's my order, thought Renato. He was such a wit. Ah, okay, jetzt habe ich verstanden. Ja. Wortwitz funktioniert halt nur auf Englisch, ne? If I craft a sword now, it's going to be really short. Okay. Über 30 hat man gebräucht, ne? Gebraucht. Benötigt. Möchte ich gar sagen. Springen kann man halt nicht, das finde ich ein bisschen ungewohnt, aber da hinten ist doch ein... Ja. Ja, perfekt. Okay, was war das noch? Wasserextrakt. Was haben wir hier Schönes? Oh.
Achso, dann haben wir uns wieder zurück teleportiert. Da ging es nicht mehr weiter, ne? Ne, also ging es ja auch nicht mehr weiter, ne? Okay, komm schon nicht mehr zurück. Gut, dann war das normal der Standardweg. Aber wie viel Erz haben wir jetzt? Kann man das nicht irgendwo einsehen oder so, wie viel man hat? Nicht irgendwie ein Menü, irgendwo was? Nö, dann gucken wir mal. Werkbank. Wie viel Erz haben wir? 21, okay. Zum Upgrader. Was braucht man dafür? Wasserextrakt. Kosten zum Schmieden des Schwerts, okay. Also ich praktisch, das ist das Windschwert, Feuerschwert. Ich habe auch nochmal Wind. Oh, Wasser haben wir noch. Okay. Was mit den Juwelen? Was hat es damit auf sich? Okay, Juwelenfassung. Dies ist das Juwelenfassungsmenü. Hier kannst du mächtige Juwelen ausrüsten, die sowohl deine Angriffs- als auch deine Verteidigungsfähigkeiten verbessern. Dein Handschuh hat 3 Taschen, in die du deine Juwelen stecken kannst. Wähle eine davon, um deine Juwelen zu sehen. So, haben wir irgendwas? Jedes Juwel hat 3 Level und seine Wirksamkeit wächst mit jedem Level. Findest du ein Juwel, das du bereits hast, wird das Level des Juwels erhöht. Du findest die Juwelen in den Kisten, die in ganz Boreas verteilt sind, wenn du Glück hast. Ich habe jedoch noch keine Juwelen gefunden. So das aussehen, ne? Okay, alles klar. Hätte ich bestimmt auch so mitbekommen, indem mir das gesagt wurde, wer. Drehst du dich hin? Hier ist auch nichts mehr. Das heißt, sehr irritiert, dass man nicht springen kann. Wobei das ja bei so einem ISO-Spiel so ein Dungeon Crawler normal ist, oder? Ich weiß nicht. Falsches Schwert. Sieht er mich hier drin? Ich hoffe mal nicht. Wo treten der sich hin? Oh. Schon knapp. Ja gut, er geht nicht ganz vor, das ist gut. Frag mich halt. Boy, if looks could kill. The people who had built this castle, did they even know what monstrous weapon lay hidden within their walls? The Sky Ripper could destroy anything it touched, or so the legend said. As the Transcendent Emperor had fought the Lost Gods, thousands had died. But Renato had been through wars. The only merciful war was a short one. Ich bin nervös, ob in den Kisten nur Leben drin ist, würde ich es erstmal lassen, ne? Das will ich sagen. He wasn't that good. Yet. Okay, ich habe ja noch nichts. Kein Fähigkeitspunkt, von dem her kann ich da auch nicht wirklich was anfangen. Da kann ich weiter. Und da komme ich nicht rüber, ne? Hier ist nichts zum Festhalten. Leider. Weil ich gute Dinge bin, dass ich da noch hinkomme demnächst. Hier ist so ein Teleport. Dingens. Nächstes Mal. Oh. Wow. Hallo? Versuchen wir so ein bisschen taktisch vorzugehen, dass die
ja, Sache ausnutzen wie Conan und so, aber irgendwie glaube ich, ist es besser, wenn man am Anfang ein bisschen Button-Mashing betreibt. Hier könnte ich aufmachen, da drüber ist noch zu, falsches Schwert, okay. Was geht hier noch Schönes? Ist der Weg, wo ich vorhin gesehen habe von unten? Jo. Sehr gut. This chest was really awesome. See what I did there? Ich hab gerade gelesen, was in Deutsch dran stand jetzt. Awesome auf jeden Fall. Haha, witzig. Schriftrolle, okay. Die Wahrheit über den Sky River ist von dichten Nebel verhüllt. Die glaubwürdigste Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Sky Rivers verbannt wurde. Was? Der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Sky Rivers verbannt hat. Danach vergrub der immerwährende Kaiser, ne, die Waffe und verschwand. Dann ging er ins freiwillige Exil, um die Welt von den letzten göttlichen Präsenz zu befreien? Oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Sky River und Iblis eine tiefere Beziehung bestehen als die der Waffe und des Opfers? Oh Gott. Meine Rituale werden den Iblisstein herbeirufen. Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies die Sky River ans Tageslicht rufen könnte. Sollte das der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um ihn zu finden. Eine Waffe, die einen Gott verbannen kann, ist ein unschlagbares Argument, falls die Alten mir einen Strick durch die Rechnung machen wollen. Es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen. Aber Götter sind berechenbar und ich kann mich darauf verlassen, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein. Imperator Isekrim, der dritte, geheimes Tagebuch. Okay. Da oben geht's nicht mehr weiter, ne? Nope. Okay. Oh. Welchen hole ich mir? Oh, da kommt es. Oh je, es sind ganz schön viele hier. Renato hated gogglers, but it freaked him out to cut them. Ja, ich finde es auch gut, dass es so schön zu den Gegner hinspringt. Das gefällt mir echt gut. Weil dieses Sneaky-Zeug, es muss eigentlich nicht unbedingt sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden, ich habe nur gehofft. Oh, nein! Ich hoffe, ich treffe ihn besser. Ich bin immer so ungeduldig, was soll ich? Bereue es dann aber selber immer. Na ja, gut. Was hier überlebt. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwo mal jetzt lebe. Oha. Hey, ich hab. Also das Timing muss man echt noch ein bisschen rausfinden. Oh nein. Ja, das war jetzt auch nicht besonders clever von mir. Das sah schon viel besser aus. Renato told the corpses. It was something he'd seen in a play once. 2 Hebel. Was haben wir hier? Nichts. Okay. Ah, okay. Ein Rätsel.
falsches Schwert. Darüber? Nein. Na gut. As for the gate, well, he could take her or leave her. Also hier kann ich rüber, ne? Sorry. It's best I could do. Oh, das kann man kaputt machen? Ah, okay. Ah. Dem drehen sich beide. Okay. Ich muss jetzt praktisch so drehen, dass... Das ist auf jeden Fall ziemlich Quatsch. Wenn ich jetzt so mache, kann ich darüber. See? That wasn't so hard. Die Frage, wo geht's offiziell weiter? Dann würde ich erstmal das da drüben machen. Ja, ich glaube, das ist nämlich eher so eine Art Geheimnis hier. Renado's blood was up. He just needed to smash something. Yeah. Nichts. Einfach mal nichts drin. Na gut. So. Nochmal drehen und dann tun wir da weiter. Da weißt du, ging es ja links, aber na, ich glaube eher nicht. So. Das ist jetzt der richtige Weg. This chest made music when you opened it. Was ist denn das? Too bad it was music. Das ist doch so ein Ding zum Hinbeamen, ne? Hm. Okay. Würde man da eventuell auch von woanders hinkommen? Wer weiß. Oh, noch ein Alter. Sehr gut. Fähigkeitspunkte. Was brauchen wir da? Erforderlich Hakenschuss. Wahrheit enthüllt. Ich muss doch vorhin durchlesen sollen, ne? Da steht's ja. Fähigkeitsstufe freigeschaltet. Erste Wahrheit enthüllt. Zweite Wahrheit enthüllt und so. Stürzen. Ein übernatürliches Stürzen. Also so ein Dash-Move. So ein okay. Nimm mal einfach mal, oder? Starting to come back to him. Something you never Ausdauer ist das untere, okay. Like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Okay. Oh, guck mal, was wir da haben. There it was. Skyripper's armature. The stuff that dreams are made of. Engineers' dreams, anyway. The device was intricate. No one alive had the skill to make a thing like it. How was it part of a weapon at all? He'd have to ask a scientist. But first, he'd get the second piece. Skyripper had a heart, a core that had come to rest on the next island. Well, there was another island he could reach. Zenobia had just invaded it with her father's Raven battalions. She must be encamped there still. But fighting Zenobia now, that made no sense at all. He'd already sacrificed one friend to get this armature, was it? He didn't need to hurry to face her. She would find him. Okay, ja, die Entscheidung werde ich mal erst noch nicht treffen, weil ich jetzt erstmal Schluss mache für heute. Oder für jetzt.
Denn es waren noch 5 weitere Spiele. Und ja, aber ich muss sagen, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall mal weiterspielen. Ob ich das noch streamen oder so oder nicht, oder einfach privat spielen, wird man dann sehen. Aber ja, das soll es auf jeden Fall mal gewesen sein von Stories, The Path of Destinies. Ja, ladet es euch runter. Ich finde es sehr, sehr schön, wenn euch sowas gefällt. Absolut empfehlenswert. Cooles Teil. Ich habe wieder eine Entscheidung, finde ich echt richtig cool, alle. Und Story auch echt sehr schön gemacht. Also ja, gibt gar nichts zu meckern, finde ich, bei dem Spiel auf jeden Fall bis jetzt. Alles klar, dann soll es mal gewesen sein für den Ersteindruck von diesem Spiel. Weiter geht's dann mit einem anderen Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt als nächstes spiele. Irgendeins, auf jeden Fall. Dann sage ich mal, danke fürs Zusehen. Man sieht sich hoffentlich bald wieder beim nächsten Video, vielleicht sogar. Okay, dann bis dahin, macht's gut. Adieu.